herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Schön wär's, ne? Nein, also so ist es leider nicht ganz. Es geht heute um den Vogel-Strauß-Algorithmus, der auch an Stellen angewandt wird, für die er nicht gebaut wird. Es gibt übrigens wirklich einen Vogel-Strauß-Algorithmus und wir wollen uns angucken, wo der eigentlich wirklich zum Einsatz kommt und, naja, wo er leider auch quasi angewandt wird, zumindest die Idee dahinter, wo es aber eigentlich nicht so gut ist. Und wie man vielleicht diesen Spagat schafft und wie man Technical Debt ein bisschen besser verhindern kann. Okay, also zunächst einmal der Vogel-Strauß-Algorithmus. Der Name des Algorithmus kommt tatsächlich vom Vogelstrauß bzw. vom Ostrich, wie man es auf Englisch sagen würde, und bezeichnet wirklich, also tatsächlich, daher der Name, den Vorgang, den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist kein Witz und tatsächlich an manchen Stellen sinnvoll. Der Vogel-Strauß-Algorithmus wird eigentlich beim Multiprozessoren angewandt. Also im Endeffekt, wenn wir eine Software haben, die mehrere Kerne gleichzeitig verwendet oder mehrere Threads gleichzeitig verwendet, dann kann es immer zu einem Deadlock kommen. Ein Deadlock ist hier mal formell für euch definiert. Das ist die schönste, schnellste und praktischste Definition, die ich dafür mir aus dem Finger saugen konnte. Im Endeffekt geht es um einen Prozess, beziehungsweise um mehrere Prozesse P, die in einer Menge aller Prozesse sind, die wir hier M nennen. Also wir haben eine Menge an Prozessen, die alle gleichzeitig laufen sollen. Und jeder dieser Prozesse, also jedes P in M, wartet auf ein Event. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt, brauchen wir nicht unbedingt, das aber nur von einem zweiten Prozess ausgelöst werden kann, der auch in M drin ist. Das ist ein Deadlock. Das ist sehr formell definiert gewesen. Ich mache es mal sinnbildlich. Alle Prozesse, die gleichzeitig gerade laufen, warten darauf, dass irgendein anderer Prozess das Okay gibt, dass er jetzt weitermachen kann. Aber keiner der Prozesse kann das. Wir haben das mehrfach hier schon geklärt, auch in den Algorithmen, auch in verschiedenen anderen Serien, wie das passieren kann und dass es das tatsächlich häufiger mal gibt. Und ja, wenn wir dann verschiedene, im Endeffekt stellt es euch so vor, wir haben eine Schreiboperation und zwei Prozesse wollen gleichzeitig schreiben. Dann kommt der eine und blockiert diese Datei und der andere möchte auf die Datei zugreifen, muss also warten auf den ersten. Und da muss aber der zweite vielleicht warten, bis der erste etwas getan hat und dann sind die in einem Deadlock. Der erste wartet auf die Freigabe der Datei, der zweite wartet darauf, dass der erste soweit ist, irgendwas anderes zu tun und keiner kann mehr weiterlaufen. Das ist ein Deadlock. Und das kann man verhindern. Deadlocks lassen sich verhindern, das ist aber teilweise sehr, sehr schwer. Es ist also sehr teuer, wie man ganz gerne sagt, auf mehrere Arten. Es ist teuer, dazu eine Lösung zu finden, sprich einen Algorithmus zu finden oder eine wirklich technische Lösung zu finden, das zu programmieren. Das ist sehr aufwendig, kostet Lesbarkeit von unserem Code, dauert einfach vielleicht ein paar Tage, bis wir da auf eine Lösung kommen. Und uns damit zu befassen, würde einfach, ja, viel Geld kosten dann auch. Gleichzeitig kann es sein, dass so eine Deadlock-Prävention teuer ist von der Laufzeit, sprich, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Mutex-Arten hin und her jonglieren muss und Freigaben erteilen muss, dann kostet mich das Laufzeit. Ich muss diese Operation ja durchführen. Und auch das kann sehr teuer sein, speziell wenn wir sagen, wir wollen einen ultra effizienten und schnellen Algorithmus. Und das kann auch einfach in die Komplexität reingehen. Also das heißt, wir brauchen vielleicht einfach mehr Code, müssen uns um große Datenstrukturen kümmern und so weiter und so fort. Und hier kommt der Ostrich-Algorithmus ins Spiel. Wir stecken den Kopf in den Sand. Wir tun einfach so, als gäbe es keine Deadlocks, wenn die Dinger halt wirklich nur selten passieren. Wenn auf jeden Fall ein Deadlock passiert, dann können wir uns das nicht erlauben. Aber wenn wir nur in vielleicht einem von 100.000 Fällen mal zufällig einen Deadlock bekommen, das kann man testen, dann sagen wir, ja, wir tun einfach so, als gäbe es keine Deadlocks. Dann stürzt unser Programm zwar manchmal ab, aber in den meisten Fällen geht es eigentlich ganz gut. Und in den meisten Fällen haben wir eine unfassbar gute Performance und in den meisten Fällen läuft auch alles so, wie wir das wollen. Nur gelegentlich hängt es sich halt auf. Und jetzt kommt einem auf jeden Fall direkt wahrscheinlich Windows in den Kopf. So oft wie sich mein Explorer aufhängt, ist hier die Prävention bzw. das selten ganz anders definiert, als ich das gerade getan habe. Aber das ist ein anderes Thema.
Bevor wir jetzt allerdings weitermachen, will ich euch noch eine kurze Sache sagen. Und zwar, ich habe Patreon überarbeitet und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Patreon ist eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ihr seht es hier in diesem Video, ist jetzt kein Sponsor, außer natürlich mir selber. Und ich kann auf Patreon Dinge für euch teilen, die euch wertvoll sind. Und je mehr Leute mir sagen, was für sie wertvoll ist, desto cooler werden die Sachen. Ich teile dort aktuell monatliche Analysen zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt und gehe da einfach wirklich durch. Ich mache das Ganze auch immer mit KI-Audio. Das heißt, ihr bekommt dann eine KI-Stimme, die meinen Text, den ich selber geschrieben habe, vorliest, weil ich einfach es cool finde, auch für Leute, die vielleicht gerade unterwegs sind, sich so eine Art Podcast geben wollen. Und das sind schon teilweise 9 bis 10 Minuten Dinger, also sind keine kurzen Texte, ich halte mich da nicht zurück. Würde aber hier auf YouTube für viele der Themen gar nicht funktionieren. Gleichzeitig mache ich dort monatliche Q&A-Sessions, also in der Gruppe drin, wo wir dann auch gemeinsam wo ich eure Fragen einfach beantworten kann. Ich teile Checklisten und im Endeffekt all das, was ihr noch braucht. Und das zweite ist Instagram. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video hier seht, bin ich in Korea für eine Recherche, die auf dem anderen Kanal erscheinen wird, aber trotzdem natürlich mit Technik zu tun hat, sonst würde ich sie nicht machen. Eigentlich hat alles in meinem Leben mit Technik zu tun. Egal. Aber ja, folgt mir dort gerne. Das wäre wahnsinnig cool, weil ich teile dort auch momentan, also wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich jeden Tag einige sehr coole Bilder, sehr coole Eindrücke, auch einfach von einem Land, wo noch nicht so viele waren, was einfach hochtechnologisiert ist. Zumindest ist das meine Vorstellung davon, deswegen will ich dahin. Und ja, ihr könnt mir da einfach mal gerne reinfolgen. Gut, das war's auch schon wieder. Kleiner Werbeblock für mich selber. Wir wollen uns einfach mal diesen Ostrich-Algorithmus nochmal genauer angucken. Wir tun also so, als gäbe es keine Deadlocks, wenn sie selten genug sind. Das ist die Idee vom Ostrich-Algorithmus. Ja? Das haben wir ja gerade eben gesagt, wenn sie eben selten genug sind. Aber wie definieren wir genau selten? Nun, wir tun eigentlich so, als gäbe es keine Bugs. Also generell im Fall von Deadlocks. Eigentlich ist der Algorithmus für gedacht, aber man kann das natürlich auch übertragen. Wir tun so, als gäbe es keine Bugs, wenn es teurer ist, die zu reparieren, als ihr Schaden eigentlich hoch ist. Und ja, jetzt sehen wir hier schon, das sind im Endeffekt die Won't-Fixes. Ja? Die Kosten, um das Ganze zu fixen, sind größer als der Impact. Das ist eigentlich eine Kosten-Nutzen-Analyse, die wir hier durchführen oder die jemand anders durchführt und uns dann sagt, was wir zu tun haben, je nachdem. Und wir tun so, als gäbe es keine Bugs, wenn es eben teurer ist, als ihr Schaden eigentlich hoch ist. Das heißt, wirklich eine reine Kosten-Nutzen-Analyse. Und da haben wir ein kleines Beispiel für euch. Im Endeffekt geht es hier um Priorisierung von Tickets, Priorisierung von Fehlern. Wenn wir, also hatten wir nicht, aber wenn wir einen kleinen kosmetischen Fehler auf der Academy finden, der sehr viele Stunden Arbeit bedeutet, dann würden wir den wahrscheinlich eher nicht fixen. Hatten wir bislang zum Glück in dem Sinne noch nicht, aber wir hatten schon Sachen, wo ich gesagt habe, ey, das zu reparieren, das kostet uns echt viel Zeit, lass mal lieber das hier zuerst machen. Und dann haben wir eben ein anderes Ticket zuerst gemacht, weil das im Endeffekt von der Priorität höher ist. Und diese Priorisierung ist eigentlich mittlerweile völlig normal geworden, wenn man sich damit mal so auseinandersetzt. Wir haben in jedem Projekt, das wir verfolgen, wahrscheinlich mehr als nur 10 oder 20 Tickets, die wir machen wollen. Oder gar 100 Tickets. Ne? Das kann schon mal durchaus vorkommen. Speziell, wenn man auch in Richtung Security guckt, haben wir oftmals mehr als 100 Sachen auf unserer To-Do-Liste, die wir eigentlich gleichzeitig fixen sollten. Und dann ist eine Priorisierung natürlich super, super wichtig. Jetzt ist es aber so, dass es hier nicht nur um Priorisierung geht, sondern auch generell um Won't Fix. Das heißt, wir geben ganz konkret ein Signal und sagen, nee, das machen wir nicht nur jetzt nicht, sondern generell nie. Und das kann sowas wie ein zum Beispiel sehr, sehr kleiner kosmetischer Fehler sein, der viele, viele Stunden Arbeit bedeutet. Wenn zum Beispiel da so ein kleiner Strich an der Seite ist und den rauszumachen würde viele Stunden Arbeit bedeuten, dann würde man tatsächlich erwägen, das nicht zu tun. Aber das hat seine Tücken. Und hier müssen wir über technische Schulden sprechen. Es gibt den Begriff der technischen Schulden schon eine ganze Weile und im Endeffekt heißt das, wir machen nie Code Refactoring. Stattdessen müssen wir ganz, ganz schnell noch irgendwelche Sachen einbauen. Momentan machen das sehr viele mit AI-Integrationen. Also sehr viele Softwareprodukte
bekommen gerade eine AI-Integration und lassen stattdessen eben die ganzen anderen Sachen, die eigentlich auf dem Zettel standen, einfach liegen. Das kann mal ganz gut gehen, ist aber immer eine Abwägung zwischen kurzzeitigen Zielen, sprich Quartalszahlen, und einer stabilen Software. Und in meiner Erfahrung, und ich glaube, ich teile die auch ein bisschen mit anderen, ist Software in letzter Zeit ein bisschen instabiler geworden. Ich persönlich habe sehr viel mehr Bugs in Windows festgestellt. Ich persönlich habe sehr viel mehr Bugs in auch anderen Produkten, die ich nutze, festgestellt. Und ja, das kommt daher. Wir machen kein Code Refactoring mehr. Wir schauen nicht, dass wir wirklich eine gute Abdeckung von Tests haben. Wir schauen nicht, dass wir gut lesbaren Code haben. Wir schauen nicht, dass wir wirklich stabile Software bauen, sondern wir versuchen noch schnell ein Feature mehr zu integrieren. Und das geht eben auf Kosten von, naja, der Stabilität. Ich wollte euch nur schon ein paar Beispiele mitbringen. Es gibt einiges davon. Es gibt das Ganze bei Apple, es gibt das Ganze bei Google, es gibt das Ganze bei Windows. Und manche davon, klar, sind auch vielleicht gewollt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber definitiv nicht alle davon. Nun gut, also habe ich mir mal gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn wir uns das mal angucken? Technische Schulden, wenn wir die haben, dann gibt es da einige Zahlen. Und es gibt Grenzwerte, wo man sagt, ein gewisses Maß an technischen Schulden ist völlig normal und völlig okay. Und eine gewisse kritische Stelle an technischen Schulden, die macht uns dann schon fast unfähig, mit der Software zu arbeiten, also sprich, dran weiterzuentwickeln. Durchschnittliche Entwickler verbringen nämlich 18% ihrer gesamten Arbeitszeit einfach nur wegen technischen Schulden. Also Sachen, die nicht aufgearbeitet wurden, Sachen, die eben nicht verbessert wurden, alte Software, die nicht gewartet wurde, nicht richtig integriert wurde und so weiter. Und nun gut, wenn wir in Richtung 42% gehen, dann sprechen wir von zu vielen technischen Schulden. Also dann sagen wir, okay, das ist zu viel. So viel sollten wir nicht damit verbringen. Nicht so viel Zeit sollte dafür in Anspruch genommen werden. Und ich habe die Studie mal noch ein bisschen weiter verfolgt. Im Grunde genommen ist das eine Untersuchung gewesen, die zeigen sollte, wie viel ungeplante Arbeit wegen zum Beispiel technischen Schulden aufgekommen ist für die Entwickler. Und zum Beispiel Meetings oder Software, in die man sich einlesen musste und so weiter und so fort. Und hier gab es, also die haben das wirklich detailliert untersucht und ich fand das sehr, sehr interessant. Die ungeplante Arbeit waren 45,33% in dem, was sie da untersucht haben, während die geplante Arbeit, also sprich das Entwickeln von wirklich neuen Features, das waren 54,67%. Und irgendwann wird man dann natürlich unfähig zu arbeiten, wenn man einfach zum Beispiel 90% einfach nur mit den technischen Schulden zu kämpfen hat, um ein neues Feature zu entwickeln. Klar, dass man dann einfach irgendwann unfähig wird, damit irgendwas zu machen. Während wenn wir guten Code haben, dann haben wir zum Beispiel nur noch 18% der Zeit, wo wir uns mit bestehendem Code und den Problemen davon auseinandersetzen müssen, aber die restliche Zeit können wir einfach investieren, um das Ganze besser zu machen. Und nun gut, diese Studie hat das Ganze untersucht und hat festgestellt, ja, es ist aber echt viel geworden. 40-50% ist tatsächlich ein Schnitt gewesen von ungeplanter Arbeit. Und das ist viel. Also haben die Leute in der Studie sich eine Formel dafür überlegt und auch einen gewissen Okay-Wert definiert. Der Okay-Wert liegt bei 15% ungeplanter Arbeit. Und jetzt berechnet ihr das einfach mal, dazu möchte ich euch einfach mal einladen, berechnet mal, wie viel technische Schulden ihr habt. Also wirklich in Kosten pro Monat. Das geht relativ simpel. Zunächst rechnet ihr, wie viel ungeplante Arbeit ihr habt. Also sagen wir mal, ihr habt 40 Stunden in der Woche, 20 Stunden davon verbringt ihr mit ungeplanter Arbeit. Das kann man in der Woche super tracken. Und dann habt ihr 50% ungeplante Arbeit. Das ist, wie gesagt, bei jedem ein bisschen anders. Und 15% davon sind in Ordnung. Das heißt, in dem Fall haben wir 40% ungeplante Arbeit angenommen. Also 0,4 minus 0,15 sind 25% ungeplante Arbeit. Gut. Jeder Entwickler kostet $7.000. Warum das K hier steht, fragt mich bitte nicht. Das muss man nicht verstehen, das kann man auch einfach wegignorieren. Tut so, als wäre es nicht da. Ist nicht, wie gesagt, ist nicht meins, das ist aus dem Paper oder aus der Studie, die ich hier verlinke. Und die haben dann einfach gesagt, okay, ein Entwickler kostet im Monat im Schnitt $7.000.
Das ist tatsächlich so auch in Deutschland, vielleicht ein bisschen höher in Deutschland, weil man eben Arbeitgeberkosten berechnen muss, plus man muss die ganzen Extras, Krankenkasse, Rentenversicherung und so weiter und so fort, muss man auch alles dazu nehmen. Und da ist man schnell bei $7.000 pro Monat. Also, was macht man? Naja, 25%, also 0,25 mal $7.000 pro Monat. Und dann hat man hier gesagt, eben 100 Entwickler hat man. Das muss eigentlich jeder Entwickler für sich berechnen, aber wenn jetzt einfach mal 100 Entwickler an diesem Projekt sitzen, hat man eben 100 mal 7.000 mal 0,25. Das sind $175.000 pro Monat an technischen Schulden, die einfach nur für die technischen Schulden draufgehen. Und das ist richtig viel. So, und jetzt kommt's nämlich, je älter ein Unternehmen ist, desto weniger haben die sich wahrscheinlich um ihre akuten technischen Schulden gekümmert und desto höher sind eben die technischen Schulden pro Monat. Jeden Monat 175.000 und wenn die technischen Schulden steigen, sprich die ungeplante Arbeit noch dazu kommt, dann landen wir bei deutlich mehr als 175.000 pro Monat. Dann landen wir bei 200.000, 250.000 und so weiter und so fort. Und je mehr man natürlich mit Legacy arbeitet und die nicht wartet, Legacy kann auch gut sein, aber wenn die nicht gewartet ist, dann wird es immer teurer. Und je mehr man das aufspart, desto mehr wird es. Aber die Studie ist noch ein bisschen weiter gegangen. Technische Schulden zu akzeptieren, das ist eine Sache. Und deswegen haben die hier auch die ungeplante Arbeit mit reingenommen, was ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr gute Metrik fand. Denn die technischen Schulden haben die hier nämlich gesagt, ja, die beziehen sich zum Beispiel auf die Code Health, das heißt, wie gut ist der Code eigentlich? Und haben hier das Ganze ein bisschen visualisiert. Ich gehe da mit euch durch. Je größer ein Bobble ist, desto mehr Code ist es, also in diesem Modul sozusagen. Hier haben wir den Zookeeper-Server, das ist einfach nur ein Beispiel gewesen. Und haben hier untersucht, okay, es gibt mehrere Klassen, mehrere Module und die sind unterschiedlich groß. Scheint ganz gut zu sein. Hier ist alles nur im gelben Bereich. Und hier unten im Zookeeper Contrib, im Zookeeper, was ist das? Zookeeper Docs ist ein ganz großer roter Blob. Und im Zookeeper Client ist ein sehr, sehr großer roter Blob. Das ist die Code Health. Nach dem Video, was ihr jetzt vielleicht über O1 schon gesehen habt, könnt ihr das auch damit analysieren und mal vielleicht selber so eine Studie für euer Unternehmen einfach anfertigen. Klärt das mit eurem Chef ab oder wenn ihr Chef seid, gebt so eine Studie in Auftrag und lasst einfach mal untersuchen, wie groß ist eigentlich die Code Health? Also wie gut ist der Code gewartet, wie gut ist die Qualität des Codes und so weiter und so fort. Aber was noch viel wichtiger ist, es ist nicht so relevant, dass hier zum Beispiel in dem Docs-Repository wirklich etwas passiert ist. Denn was auch noch dazu kommt, ist die Relevanz. Also sie sagen nicht nur, die Quality ist wichtig für meine technische Schuld und für meine Acceptance oder für meine Akzeptanz davon, sondern auch die Relevanz. Die Relevanz sind die Development Hotspots und deswegen ist diese Metrik, deswegen finde ich die so gut, mit der ungeplanten Arbeit. Die ungeplante Arbeit bezieht sich nämlich immer nur darauf, wo auch wirklich dran entwickelt wird. Sprich, wenn in meinem Zookeeper Client gar nicht entwickelt wird, dann ist mir die Codequalität in diesem Repository auch erstmal gerade mal ganz kurz egal. Das heißt, es ist kein Development Hotspot. Während wenn hier die Qualität auf Warning ist, aber es gleichzeitig ein Entwicklungs-Hotspot ist, weil da die ganzen Leute dran arbeiten, dann ist hier eigentlich fast wichtiger, dass man sich drum kümmert. Und hier sehen wir dann die roten Hotspots. Hier, das kann man eigentlich relativ leicht messen an der Anzahl von Commits, die man da in diesem Repository findet. Und deswegen sind hier die Orangen oder diese Warnings schon fast relevanter als die Alerts hier drüben, weil hier gar nicht so aktiv dran entwickelt wird, sondern eher hier drüben wird dran entwickelt. Der Client sollte auf jeden Fall hier gemacht werden. Das sehen wir, hier ist knallrot und das ist schon so ein bisschen Hotspot, also es ist zumindest farblich ein bisschen hervorgehoben, während hier drüben diese gelben Repositories, die sind auch extrem wichtig eigentlich. Das heißt, was heißt das jetzt für uns? Also wir haben eigentlich jetzt eine Möglichkeit, eine Idee zumindest, wie wir messen können, wie viel kosten wir das Unternehmen wirklich oder wie viel bezahlt ein Unternehmen einfach nur dafür, dass wir nicht die Zeit bekommen, unseren Code vernünftig zu refactoren und vernünftig zu warten und zu pflegen. Und ja, wir können nach dem Vogel-Strauß-Algorithmus vorgehen. Wir müssen natürlich Prioritäten setzen und wir müssen auch gelegentlich mal was akzeptieren als Won't Fix. Wir können nicht alles perfekt machen.
Aber wir dürfen nicht insgesamt sagen, wir machen alles nur auf die Quartalszahlen, wir machen nur kurzfristige Ziele, sondern wir müssen, wenn wir eine Software längerfristig verwenden wollen, uns auch darum kümmern, dass die gewartet wird, dass die verbessert wird und dass da auch Zeit eingeplant wird. Sonst kommt die Zeit einfach, wenn wir uns um die neuen Features kümmern, und zwar immer on top. Und das sind dann die technischen Schulden. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen anders als sonst, ich weiß. Aber ich habe Bock, auch ein bisschen sowas zu machen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns um Codequalität kümmern, beziehungsweise auch um die technischen Schulden. Und in dem Sinne, so könnt ihr das jedem Chef, glaube ich, schmackhaft machen, wenn ihr da sagt, hey, wir haben 175.000 Dollar pro Monat oder Euro pro Monat an technischen Schulden, die du jeden Monat zahlst. Wie wäre es, wenn wir die reduzieren? Ich glaube, das ist schon mal eine Sprache, die ganz gut sprechbar ist. Auch für die Leute, die vielleicht ein paar Ebenen über den Entwicklern stehen. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.